Die ersten europäischen Philosophen, die sogenannten Vorsokratiker, werfen philosophische und wissenschaftliche Fragen auf, welche die abendländische Philosophie der gesamten Antike und weit darüber hinaus prägen. Die Vorsokratiker lösen sich von den Mythen ihrer Zeit und suchen nach eigenen, rationalen Erklärungen für die Welt und die Dinge in ihr. Vorsokratiker sind griechische Philosophen der Antike, die vor Sokrates und damit ohne Einfluss seiner Philosophie gewirkt haben. Die Vorsokratik umfasst den Zeitraum zwischen ca. 600 v. Chr. und 380 v. Chr., also von Thales von Milet bis zum Todesjahr des Atomisten Demokrit von Abdera. In diesen etwa 220 Jahren entwickeln sich neuartige naturphilosophische Fragestellungen und Denkansätze, welche die ganze griechische Antike tief geprägt haben und sowohl als Anfänge der erklärenden Naturwissenschaften als auch der Philosophie gelten können. Hauptthema der Vorsokratiker ist die Frage nach dem Ursprung aller Dinge, also nach dem Urgrund der Welt und des Menschen, zu griechisch Archä. Bei der Suche nach einer Antwort vertrauen die Vorsokratiker nicht länger den überlieferten Mythen und religiösen Weltdeutungen. Die Welt ist für sie kein Schauplatz von Göttern, Geistern und Dämonen mehr, die mehr oder weniger willkürlich handeln, das Schicksal der Menschen bestimmen und durch Opfergaben besänftigt werden müssen. Die Vorsokratiker lösen sich vom Aberglauben und von der Autorität der Tradition und wagen es, ihren eigenen Verstand zu benutzen. Sie denken ohne Vorbehalt oder Tabu über Fragen nach, auf die vorher nur der Mythos und die Religion Antworten anboten. Sie gehen erstmals davon aus, dass die Welt durch Beobachtungen und vernünftiges Denken verstanden werden kann. Bei den Vorsokratikern handelt es sich um eine sehr kleine Gruppe sehr verschiedener Persönlichkeiten. Diese entwickeln ganz unterschiedliche Ansätze, um die Welt neu zu deuten. Es gibt keinen über allen anderen stehenden Weisen, sondern verschiedene Denkschulen, die miteinander konkurrieren und sich teilweise auch übereinander lustig machen. Ihre Kontroversen um die richtige Sicht der Welt tragen die Vorsokratiker mit vernünftigen Argumenten aus. Im Streit darüber, wer die richtige Weltsicht hat, zählen nicht mehr überlieferte Mythen oder Glaubenssätze, sondern nur noch vernünftige Argumente. Dass sich viele Annahmen der Vorsokratiker heute als falsch herausgestellt haben, tut ihrer Leistung keinen Abbruch. Die Vorsokratiker schufen nämlich eine neuartige Tradition des vernünftigen Denkens, von der wir bis heute profitieren. Zwei wichtige philosophische Richtungen, die man zu den Vorsokratikern zählt, sind die Naturphilosophen und die Sophisten. Die sogenannten Naturphilosophen sind die ersten Philosophen im antiken Griechenland, die rationale Erklärungen für Naturphänomene suchen. Sie beobachten und analysieren Naturvorgänge und Naturerscheinungen. Sie wirken ab ca. 600 v. Chr. Und fragen nach dem Ursprung aller Dinge, nach dem Urgrund der Welt. Ihre Hauptfrage lautet: Woraus ist die Welt gemacht? Die Naturphilosophen gehen davon aus, dass alles Sein einen gemeinsamen Urgrund, zu griechisch Archä, hat. Als Urgrund der Welt nehmen sie meist stoffliche Ursachen an. Außerdem fragen sie sich, wie die Welt entstanden ist, aus welchen Bestandteilen sie besteht und wie verschiedene Vorgänge in der Welt ablaufen. Viele Problemstellungen der Naturphilosophen finden wir auch heute noch in den modernen Wissenschaften. Wie ist die Materie aufgebaut? Wie entstehen und vergehen Dinge? Welche Kräfte wirken im Kosmos? Die Naturphilosophen interessieren sich für außergewöhnliche Naturereignisse wie Erdbeben oder Sonnenfinsternisse und suchen nach Erklärungen für solche Phänomene. Zudem beginnen sie über die Regeln der Argumentation und Beweisführung nachzudenken. Nicht nur die gestellten Fragen sind neu, auch die Art von Antworten unterscheidet sich ganz grundsätzlich von der Zeit vor ihnen. Die Personifizierung der Natur verliert zunehmend an Bedeutung und die Götter werden nicht mehr für Naturerscheinungen verantwortlich gemacht. Die Naturphilosophen beginnen, ihr Wissen nicht mehr nur mündlich zu verbreiten, sondern auch eigene Schriften zu verfassen. Von diesen sind jedoch heute, wenn überhaupt, nur noch Fragmente erhalten. Diese Fragmente stammen oft aus Überlieferungen späterer Autoren, beispielsweise von Aristoteles, Platon, Theophrast, Aetios, Plutarch und vor allem von Diogenes Laertios. Zu den wichtigsten Naturphilosophen zählen Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Heraklit, Xenophanes, Parmenides, Zenon, Empedokles, Anaxagoras, Leukipp und Demokrit.
Fast alle diese ersten abendländischen Philosophen werden in den jungen griechischen Kolonien an der kleinasiatischen ionischen Küste, der heutigen türkischen Ägäisküste geboren. In den dortigen offenen Handels- und Hafenstädten Milet, Kolophon oder Ephesos gibt es einen lebendigen Austausch zwischen den Kulturen. Verschiedene Ethnien und Religionen begegnen sich und leben miteinander. Man darf frei reden, es gibt keinen mächtigen Priesterstand und verschiedene Lebensformen, Denkweisen und religiöse Vorstellungen treffen aufeinander. So können Zweifel an althergebrachten Mythen und Traditionen entstehen und Raum machen für eigenständiges, freies Denken. Wichtig für diese ersten Philosophen ist aber auch das Lernen von anderen. Nach anfänglichen Studien unternehmen sie oft lange Bildungsreisen nach Ägypten, Mesopotamien oder wie Demokrit bis nach Indien. Friedrich Nietzsche schreibt in seinem Werk Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen über die ersten griechischen Philosophen: Jedes Volk wird beschämt, wenn man auf eine so wunderbar idealisierte Philosophengesellschaft hinweist, wie die der altgriechischen Meister Thales, Anaximander, Heraklit, Parmenides, Anaxagoras, Empedokles, Demokrit und Sokrates. Alle jene Männer sind ganz und aus einem Stein gehauen. Zwischen ihrem Denken und ihrem Charakter herrscht strenge Notwendigkeit. Es fehlt für sie jede Konvention, weil es damals keinen Philosophen- und Gelehrtenstand gab. Sie alle sind in großartiger Einsamkeit als die einzigen, die damals nur der Erkenntnis lebten. Sie alle besitzen die tugendhafte Energie der Alten, durch die sie alle späteren übertreffen, ihre eigene Form zu finden und diese bis ins Feinste und Größte durch Metamorphose fortzubilden. Denn keine Mode kam ihnen hilfreich und erleichternd entgegen. So bilden sie zusammen das, was Schopenhauer im Gegensatz zu der gelehrten Republik eine genialen Republik genannt hat. Ein Riese ruft dem anderen durch die öden Zwischenräume der Zeiten zu und ungestört durch mutwilliges, lärmendes Gezwerge, welches unter ihnen wegkriecht, setzt sich das hohe Geistergespräch fort. Das Wort Sophist bedeutet wörtlich Wissender, Gelehrter. Ursprünglich war es ein Ehrentitel, den die Griechen nur ihren allerbesten Männern verliehen. Im 5. Jahrhundert vor Christus ändert sich dann die Bedeutung des Begriffs und als Sophisten werden die neuartigen Wanderlehrer bezeichnet, die gegen Bezahlung wissenschaftliche und politische Bildung sowie Rhetorik, Redekunst und Eristik, Streitkunst lehren. Die Sophisten wirken etwa zwischen 450 und 380 vor Christus. Nach dem Sieg über die Perser blüht Athen kulturell und ökonomisch auf. Regierungsform ist eine direkte Demokratie. Menschen streben in dieser Zeit immer mehr nach Bildung, denn für politisches und soziales Ansehen reichen eine gute Herkunft, persönliche Tapferkeit oder ein guter Charakter nicht mehr aus. Man benötigt nun auch theoretische Bildung und Redegewandtheit, um sich in der Volksversammlung oder vor Gericht durchsetzen zu können. Der argumentative Schlagabtausch spielt eine entscheidende Rolle bei der Begründung öffentlicher Autorität. Die Sophisten werden so zu gefragten Lehrern in Athen. Persönlichkeiten wie Protagoras und Gorgias unterrichten junge, politisch ambitionierte Bürger und vermitteln ihnen rhetorische Kompetenzen, um in der Volksversammlung oder vor Gericht bestehen zu können. Meist gelten die Sophisten aufgrund ihrer Redekunst als hoch angesehene Gelehrte. Sie werden daher von vielen Poleis, Kleinstaaten, als Abgesandte eingesetzt, um Verhandlungen mit anderen Poleis zu führen. Doch auch für die Unterstützung vor Gericht werden die Sophisten als juristische Berater gerne in Anspruch genommen. Nach der damaligen Rechtsprechung müssen sich die Angeklagten nämlich selbst vor einem geschworenen Gericht verteidigen. Die Sophisten zeichnen sich also vor allem durch ihre herausragenden rhetorischen Fähigkeiten aus. Und da rhetorische Fähigkeiten leicht missbraucht werden können, bekommen sie schnell einen schlechten Ruf. Ihnen wird beispielsweise nachgesagt, dass sie durch geschicktes Auftreten im Streitgespräch die schlechtere Sache als die bessere erscheinen lassen können. Vor allem Platon übt in seinen Dialogen scharfe Kritik. Von der Apologie des Sokrates bis zu Menon weist der platonische Sokrates den Sophisten nach, dass sie Begriffe nicht klar und unmissverständlich definieren können und dementsprechend gar nicht wissen, wovon sie eigentlich reden. Ein Sophist ist laut Platon kein echter Philosoph, denn er beschäftigt sich nicht mit der Suche nach Wahrheit, sondern nur mit Streitkunst und Redekunst. Außerdem verlangen die Sophisten für ihren Unterricht Geld. Tugend und Weisheit sind aber nicht käuflich. Platon bezeichnet Sophisten unter anderem als gewinnsuchende Jäger auf reiche junge Leute,
als Großhändler für Wissensschätze der Seele und als Widerspruchskünstler, welche nur den Eindruck erwecken, sich auf allen Gebieten auszukennen. Platons Darstellung der Sophisten hat das spätere Bild dieser Philosophen stark beeinflusst. Die historische Rolle der Sophisten war aber bei weitem nicht so negativ, wie wir anhand von Platons Darstellung vermuten würden. Sophisten unterrichten zwar vor allem Rhetorik, Redekunst und Eristik, die Kunst des Streitgesprächs, sie bieten aber auch Unterricht zu mathematischen, naturphilosophischen und erkenntnistheoretischen Fragen an. So tragen sie entscheidend dazu bei, neues Wissen und Denken zu verbreiten. Die Sophisten sind ebenso wenig eine einheitliche Denkschule wie die Naturphilosophen. Gewisse Grundüberzeugungen finden wir jedoch bei fast allen Sophisten. Sophisten glauben nicht mehr an die Götter oder überlieferte Mythen und auch nicht mehr an eine objektive, unbedingt gültige Moral oder Wahrheit. Die geltenden moralischen und rechtlichen Normen halten sie weder für Gott gewollt noch für absolut gültig. Alle Erkenntnisse, auch die unseres Denkens, unterliegen ihrer Meinung nach unserer Menschlichkeit und sind somit von Mensch zu Mensch verschieden. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern unterschiedliche Wahrheiten, von denen man mit entsprechender Rhetorik oder Eristik andere überzeugen kann. Recht und Gesetz, Werte und Normen, aber auch Wahrheit sind nicht von Natur aus gültig oder göttlichen Ursprungs, sondern das Werk von Menschen und damit relativ. Die Widersprüche in den unterschiedlichen Welterklärungen der Naturphilosophen bestärken die Sophisten in ihrem Relativismus. Im Gegensatz zu den Naturphilosophen rückt für die Sophisten der Mensch ins Zentrum des Interesses. Der Mensch selbst ist der Urgrund der Welt. So distanzieren sie sich von der Naturphilosophie und wenden sich gesellschaftlichen und moralischen Themen zu. Ihr Interesse gilt dem Menschen und seinem Platz in der Gesellschaft. Wie soll man als einzelner Mensch leben und wie soll man das Leben in der Gemeinschaft gestalten? Hans-Joachim Störig fasst die 3 hauptsächlichen Leistungen der Sophisten wie folgt zusammen. Die Sophisten haben zum ersten Mal in der griechischen Philosophie den Blick von der Natur weg und in vollem Umfang auf den Menschen gelenkt. Sie haben zweitens das Denken selbst zum ersten Mal zum Gegenstand des Denkens gemacht und mit einer Kritik seiner Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen begonnen. Sie haben endlich auch die ethischen Wertmaßstäbe einer ganz vernunftgemäßen Betrachtung unterzogen und damit die Möglichkeit eröffnet, die Ethik wissenschaftlich zu behandeln und in ein philosophisches System folgerichtig einzubauen. Daneben haben die Sophisten aufgrund ihrer eingehenden Beschäftigung mit Stilkunde und Beredsamkeit auch Sprachwissenschaft und Grammatik beträchtlich vorangebracht. Berühmte Sophisten sind Protagoras, Gorgias, Antiphon und Thrasymachos. In den nächsten Videos dieser Reihe betrachten wir einige dieser ersten europäischen Philosophen genauer. Den Anfang macht Thales von Milet. Mit dem Quizlet-Lernset Die Vorsokratiker kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!